Hallo und herzlich willkommen. Es geht weiter mit dem psychologischen Masterprogramm, mit der Erkenntnis, dass wir ein psychologisches Masterprogramm haben, das uns durch das Leben begleitet. Stell dir vor, du bist Zirkusdirektor. Also Zirkusdirektor ist eins der psychologischen Masterprogramme. Die anderen heißen Anerkennung, Druck, Angst. Dann käme der Zirkusdirektor, dann kommt das Thema Helfen und dann gibt es noch das Programm Ich bin nicht gut genug und das Programm Ich bin Märtyrer. Jetzt wenden wir uns mal dem Programm Zirkusdirektor zu und stell dir vor, du hast dieses Programm, das heißt, du guckst durch deine zweigläsige Brille und ein Glas, eine Sicht, ein Auge guckt immer, als wäre er Zirkusdirektor auf die Welt und auf alles, was um dich herum passiert. Was sind nun die Eigenschaften eines Zirkusdirektors? Nun, in erster Linie denkt er, dass der Zirkus um ihn herum zu ihm gehört und dass er sozusagen das Alpha-Tier ist und den ganzen Laden schmeißt. Und wenn du dir vorstellst, dass er selber gar nicht weiß, dass er als Zirkusdirektor unterwegs ist, das ist schon mal ein Drama. Und erst recht wissen die anderen Mitmenschen gar nicht, dass er denkt oder dass er unter dieser Struktur lebt, ein Zirkusdirektor zu sein. Man fragt sich so oft, warum man ein bestimmtes Auftreten hat. Man fragt sich, warum man im Leben auf diese oder jene Art mit Menschen umgeht und vielleicht auch den einen oder anderen nach seinem eigenen Verständnis beurteilt. Es soll jetzt nicht um das Beurteilen gehen, sondern es soll nur darum gehen, dass ich dich mitnehmen möchte auf die Sicht, wie man wohl von außen einen Zirkusdirektor erkennen könnte. Und vielleicht fallen dir Leute ein oder Menschen oder einzelne Personen ein, die als Zirkusdirektor sich schon sehr gut bewährt haben. Denn Zirkusdirektoren sind in erster Linie sehr umsichtig und sehr vielschichtig interessiert. Denn letztendlich müssen sie ja auch für alles irgendwie ein Wissen parat halten und sich um alles kümmern können. Es ist zum Beispiel genial, wenn du in deiner Runde jemanden hast, der eine Reise organisieren soll von A bis Z und so einer ist Zirkusdirektor. Der wird akribisch gucken, dass er die Reise so gut wie möglich vorbereitet und auch an jedem Step, an jedem Schritt auf dieser Reise immer genau das Richtige regelt. Es ist also jemand, der sehr, sehr gut für Gruppen Vorbereitungen treffen kann, weil er einfach alles berücksichtigt, weil er weiß, wen er wo anrufen muss, wen er kontaktieren soll, damit das alles läuft. Und so jemand macht das von innen heraus. Das ist ein absoluter Superantrieb. Das heißt, dieses psychologische Muster ist nicht nur eine Bürde, sondern natürlich begleitet sie den Menschen auch zu Höchstformen. Jetzt stell dir vor, du bist die Frau oder der Mann, also der Lebenspartner eines Menschen, ist egal ob Mann oder Frau, der Zirkusdirektor Masterprogramm hat. Dieser Mann, diese Frau wird, wenn du direkt an seiner Seite lebst, immer eine Idee haben, wie deine nächsten Schritte aussehen sollen. Der wird sich immer Gedanken darüber machen, was für dich wohl das Beste wäre und wie du an welcher Stelle wo reagieren müsstest. Ja, und jetzt bahnt sich schon das Drama an. Wenn du dir jetzt vorstellst,
du reagierst, wie du halt Lust hast zu reagieren und wie es nach deinem Konzept normal ist und wie du es einfach nach deiner Freiheit gemäß entscheidest und dein Partner, deine Partnerin ist aber innerlich der Boss von dem ganzen Zweiergespann. Ja, und da kann es wirklich häufig mal Ärger geben, weil du hast eventuell dann irgendwann das Gefühl, der versucht immer über mich zu bestimmen. Der versucht immer, mich so zu takten, wie er denkt, dass das sein müsste. Aber ich lebe nach meinem eigenen Hut und ich lebe meine eigene Struktur. Und so kann es da sehr wohl häufig Reibereien geben. Es gibt so Persönlichkeitsstrukturen, die lassen sich wahrscheinlich leichter von einem Zirkusdirektor lenken und beeindrucken und beeinflussen. Aber es gibt auch Charaktere, die werden mit einem Zirkusdirektor schier verzweifeln, weil die das eben auch nicht verstehen können, dass jemand immer schon einen anderen Plan für mich bereithält. Ja, und das ist jetzt das Thema, auf das ich dich heute mal aufmerksam machen wollte. Wenn du wissen willst, ob jemand Zirkusdirektor ist, kannst du versuchen, nachdem du dir schon überlegt hast, was so alles ein Zirkusdirektor wohl tun würde, dann kannst du versuchen oder dann kannst du es tatsächlich umsetzen, dein Herz zu fragen und über diese Herzfragetechnik, die ich in anderen Videos beschrieben habe, rausbekommen, also zumindest versuchen es herauszubekommen, ob derjenige womöglich Zirkusdirektor ist. Es gibt noch andere Möglichkeiten, das herauszubekommen. Die einfachste Möglichkeit wäre, mir ein Bild zu schicken, also ein Foto von demjenigen und die Persönlichkeit mit ein paar Worten zu beschreiben. Und dann würde ich gucken, ob derjenige tatsächlich als PMP 1 oder 2 Zirkusdirektor hat. Du fragst dich jetzt wahrscheinlich, warum ich das gucken kann. Ich beschreibe das immer so. Es gibt ja so Menschen, die besondere Fähigkeiten haben. Manche können gut lesen, manche können gut schreiben, manche können schön singen. Und ich habe irgendwann bei mir festgestellt, dass ich tatsächlich herausgucken kann, dass ich jemanden angucke, beziehungsweise das Foto von jemandem und eine Information bekomme, welches Programm bei demjenigen funktioniert. Und insofern sage ich, ich kann das gucken. Ja, versuch du über Hand aufs Herz rauszukriegen oder auch über deine eigene Einschätzung, über den Verstand wäre das ja dann, herauszukriegen, was dein Gegenüber für ein Programm hat oder ob es tatsächlich ein Zirkusdirektor sein könnte. Was kommt dabei raus, wenn du weißt, dass jemand so ein Programm hat? Nun, ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, an dem Tag, als ich gecheckt habe, wer in meinem Umfeld beispielsweise Zirkusdirektor ist, da habe ich die Persönlichkeiten, die Personen mit viel Augenzwinkern wahrnehmen können, weil ich einerseits gemerkt habe, was er oder sie versucht, manipulativ mit anderen Menschen, und andererseits auch nachvollziehen konnte, empathisch, wie schwer sich so jemand das Leben manchmal macht. Und das bedeutet einfach dann, dass das Miteinander von Verständnis geprägt ist und du einfach auch berücksichtigen kannst, okay, derjenige ist halt so, der tickt halt wie ein Zirkusdirektor und denkt jedes Mal, wenn er
mit mir oder mit anderen Menschen zusammen ist, er müsste über mich bestimmen und müsste schon wissen, was ich kann und was ich nicht kann und was ich zu tun und zu lassen habe. Ja, das ist ein interessantes Thema und das hat eine enorme Tragweite, denn im partnerschaftlichen Bereich oder auch im Beruf ist es natürlich komplett schön und zweckmäßig zu wissen, wie mein Hauptsparringspartner tickt. Und wenn ich das mit so einem Oberbegriff festmache, dann kann ich denjenigen schon in einigen Situationen besser verstehen. So, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, ich habe dich zum Denken und auch womöglich zum Nachfühlen angeregt. Und jetzt wünsche ich dir eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal.